Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du diese Blumenampel knüpfen kannst. Meine ist, wie du siehst, ganz schön lang geworden. Ich habe die extra für eine hohe Decke im Altbau gemacht, aber du kriegst im Video auch die Maße für eine kleinere Blumenampel. Viel Spaß! Für die Blumenampel brauchst du einen Holzring und ich habe geflochtenes 4 mm Garn benutzt. Wie viel Garn du brauchst, hängt davon ab, ob du die lange oder kurze Variante der Blumenampel machen möchtest. Ich habe für beide Fälle die Maße in die Infobox unter dem Video geschrieben. Zieh zuerst die 3 langen Stränge durch deinen Holzring und achte darauf, dass alle Enden gleich lang sind, der Holzring also mittig in den Fäden liegt. Genauso dann mit den 3 etwas kürzeren Strängen. Ich ordne sie jetzt so an, dass abwechselnd ein langer und ein kurzer Faden im Holzring liegen. Nimm jetzt einen der 65 cm langen Fäden und knote damit einen Wickelknoten direkt unter den Holzring, um das Garn gut zu fixieren. Also mit einem Ende eine Schlaufe legen und das andere Ende fest einige Male um deine Garnstränge wickeln. Brauchst du mehr Erklärungen zum Wickelknoten, bekommst du sie in meinem Zusatzvideo. Das Ende jetzt hier durch die Schlaufe fädeln und von oben festziehen, bis die Schlaufe unter der Wickelung verschwindet. Teile jetzt 4 Fäden von deinem Bündel ab, und zwar 2 lange und 2 kurze, die nah beieinander liegen. Du benötigst jetzt den Kreuzknoten. Dafür nimmst du die beiden längeren Stränge jeweils nach außen und knotest sie um die beiden kürzeren mittleren, wie ich es dir hier zeige. Auch hier kannst du detailliertere Infos im Zusatzvideo bekommen. Fertig ist der erste Kreuzknoten. Mach hier insgesamt 10 Kreuzknoten, egal ob du die kurze oder die lange Blumenampel knüpfst. Teile dann auf die gleiche Weise das restliche Garn in 2 weitere Stränge auf und mach auch hier jeweils 10 Kreuzknoten mit den längeren Fäden um die kürzeren. Die Knoten sollten am Ende bei allen 3 Strängen auf der gleichen Höhe enden. Falls dies nicht der Fall ist, mach gegebenenfalls bei einem Strang noch einen halben oder ganzen Kreuzknoten mehr. Jetzt schneide ich noch die Reste vom Wickelknoten ab. Erst das untere Ende schön nah an der Wickelung. Zieh von oben noch einmal nach, bis das Ende unter der Wickelung verschwindet, und schneide dann auch das obere Ende eng ab und drück es noch ein klein bisschen unter die Wickelung. Nimm jetzt einen beliebigen der 3 Stränge und mach 25 cm unter dem letzten Knoten einen weiteren Kreuzknoten. Knote direkt darunter dann 21 weitere Kreuzknoten. Für die kurze Variante nimm nur einen Abstand von 10 cm und mache dann 15 Kreuzknoten. Gleiches mit den anderen beiden Strängen. Die Knoten sollten wieder auf der gleichen Höhe starten und enden. Nimm dir wieder einen beliebigen Strang und knüpfe jetzt etwa 10 cm unter den letzten Knoten wiederum einen Kreuzknoten. Allerdings jetzt auf die Art und Weise, dass du die beiden äußeren Fäden in die Mitte nimmst und den Knoten mit den beiden inneren Fäden machst. Wiederhole den Vorgang genauso noch einmal 10 cm tiefer oder lass diesen Knoten weg für die kurze Variante. Mach das gleiche dann auch bei den anderen beiden Strängen. Mit einem Abstand von etwa 15 cm für die lange bzw. 10 cm für die kurze Variante knotest du noch einen Kreuzknoten an jeden der 3 Stränge. Wir sind damit jetzt im Bereich angelangt, in dem nachher der Topf sitzen soll. Ab jetzt gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen der langen und der kurzen Variante der Blumenampel. Um diesen Bereich zu knüpfen, nimm jetzt 2 nebeneinander liegende Stränge. Nimm vom linken Strang die rechten beiden Fäden und vom rechten Strang die linken beiden Fäden und knote damit jetzt einen Kreuzknoten 9 cm unter den letzten Kreuzknoten. Geh mit den anderen Fäden genauso vor, sodass sich ein geschlossener Kreis für den Topf bildet.
Nimm jetzt den Topf, den du später in die Blumenampel hängen möchtest, und teste, ob die Maße für ihn gut passen. Wie hier bei mir soll der obere Knoten nachher etwa mittig auf dem Topf sitzen und insgesamt soll der Kreis gut am Topf anliegen. Falls das Ganze zu locker oder zu eng ist, verlege den unteren Knoten noch einmal ein Stück nach oben oder unten. Wenn die Maße für deinen Topf passen, knotest du unter jeden der Kreuzknoten noch einen weiteren direkt darunter. Für den nächsten Kreuzknoten nimmst du jetzt wieder die rechten beiden Fäden von einem Strang und die linken beiden von einem anderen. Der Knoten hat etwa einen Abstand von 5 cm zum vorigen. Mach noch einen weiteren Test mit deinem Topf. Der neue Knoten darf jetzt schon unter dem Topfrand sein, damit dieser nachher sicher sitzt. Nimm für den allerletzten Kreuzknoten noch einmal die rechten beiden Fäden aus einem vorigen Kreuzknoten und die linken beiden aus einem anderen. Der Knoten hat jetzt nur etwa 2 cm Abstand zum vorigen. Mach einen letzten Test mit deinem Topf und mach dann mit dem Topf in der Ampel noch die beiden Knoten für die verbliebenen beiden Stränge. Der Topf hält jetzt schon gut in der Blumenampel. Um das Ganze zu sichern, schließt du die Ampel jetzt noch mit einem Wickelknoten, den du ja zu Beginn schon einmal gemacht hast. Nimm dir dafür den anderen 65 cm langen Zusatzfaden und leg die Schlaufe unter die letzten Kreuzknoten. Umwickle alles mit dem anderen Ende des Fadens fest. Ich habe 6 Umwicklungen gemacht, bevor ich das Ende hier durch die Schlaufe ziehe. Die Schlaufe von oben gut festziehen. Wenn alles gut hält, kannst du das obere Fadenende eng an der Schlaufe abschneiden. Das untere Ende lässt du einfach lang hängen als Teil der Tassel. Die kannst du dann einfach im Gesamten auf die gewünschte Länge kürzen. Fertig ist deine Blumenampel. Für mehr Inspiration schau gerne auf Instagram unter Knotenlaune vorbei.